Geschichte 1: Handyvertrag wechseln. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Beratung, bitte. Guten Tag, gerne helfe ich Ihnen dabei. Womit kann ich dienen? Ich möchte meinen Handyvertrag wechseln zu einem günstigeren Anbieter. Verstehe. Was stört Sie denn an Ihrem jetzigen Vertrag? Er ist viel zu teuer und ich habe zu wenig Datenvolumen. Wie viel zahlen Sie denn momentan im Monat? 45 Euro im Monat für nur 5 Gigabyte Datenvolumen. Das ist wirklich sehr teuer. Wie viel Gigabyte brauchen Sie denn? Mindestens 15 Gigabyte. Ich schaue viele Videos unterwegs zur Arbeit. Wir haben einen sehr guten Tarif mit 20 Gigabyte für 25 Euro im Monat. Das klingt gut. Was ist da alles enthalten? 20 Gigabyte Internet, Telefon Flatrate und SMS Flatrate in ganz Deutschland. Ist das Netz genauso gut wie bei meinem jetzigen Anbieter? Ja, wir nutzen das gleiche D-Netz. Die Qualität ist identisch. Kann ich meine alte Nummer behalten? Natürlich. Die Rufnummernmitnahme ist völlig kostenlos. Wie lange bin ich an den neuen Vertrag gebunden? Nur 12 Monate. Danach können Sie monatlich kündigen. Das ist kürzer als mein alter Vertrag. Was kostet der Wechsel? Nur eine einmalige Anschlussgebühr von 15 Euro. Auch 25 Euro monatlich plus 15 Euro einmalig? Genau richtig. Das spart Ihnen 20 Euro pro Monat. Das sind 240 Euro Ersparnis im Jahr. Und Sie haben 4-mal mehr Datenvolumen als jetzt. Wann kann der neue Vertrag denn beginnen? In 2 Wochen, nachdem die Kündigung bearbeitet wurde. Das passt mir gut. Welche Unterlagen brauchen Sie von mir? Personalausweis und die letzte Rechnung Ihres alten Anbieters. Hier ist mein Ausweis. Die Rechnung habe ich zu Hause. Kein Problem. Bringen Sie sie nächste Woche vorbei. Perfekt. Ich freue mich auf den günstigeren Tarif. Schön. Bei Fragen rufen Sie gerne jederzeit an. Vielen Dank für die gute Beratung. Auf Wiedersehen. Gern geschehen. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag. Geschichte 2: Reklamation. E-Mail schreiben. Hi Lisa, danke, dass du mir hilfst heute. Hallo Paul, gerne doch. Was ist das Problem? Kannst du mir bei einer Reklamations-E-Mail helfen? Klar, was ist denn passiert? Ich habe online Kopfhörer bestellt, aber sie funktionieren nicht richtig. Wie äußert sich das Problem denn genau? Der linke Kopfhörer ist viel leiser als der rechte. Okay, für eine gute Reklamation brauchen wir klare Struktur. Wie fange ich denn am besten an? Zuerst höfliche Anrede, dann Bestellnummer und genaues Kaufdatum. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe am... Gut. Schreib auch die genaue Produktbezeichnung dazu. die Kopfhörer Sony WH-1004 bestellt. Jetzt beschreibst du das Problem sachlich und sehr präzise. Leider funktioniert der linke Kopfhörer nicht einwandfrei. Besser, der linke Kopfhörer hat eine deutlich geringere Lautstärke. Das ist konkreter. Was schreibe ich als nächstes? Deine Erwartung. Reparatur, Umtausch oder Geld zurück. Ich möchte sie gegen funktionierende umtauschen.
Ich bitte um Umtausch gegen ein einwandfreies Gerät. Soll ich auch eine Frist setzen? Ja, das ist sehr professionell. Bis zum 2 Wochen sind fair. Ich bitte um Bearbeitung bis zum 29. Oktober. Erwähne noch deine Bereitschaft zur Rücksendung des defekten Geräts. Das defekte Gerät sende ich gerne zurück. Zum Schluss höfliche Grußformel und deine vollständigen Kontaktdaten. Mit freundlichen Grüßen und meine Telefonnummer? Genau. Und vergiss die wichtigen Anhänge nicht. Rechnung und Fotos. Perfekt. Die E-Mail sieht sehr professionell aus. So bekommst du bestimmt eine schnelle und positive Antwort. Vielen Dank für deine Hilfe. Du bist super. Gern geschehen. Viel Erfolg mit der Reklamation. Geschichte 3. Mitfahrgelegenheit anbieten. Guten Morgen, Herr Klein. Wie geht es Ihnen denn? Morgen, Thomas. Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit. Brauchen Sie eine Mitfahrgelegenheit? Oh, das ist sehr nett. Wo arbeiten Sie denn? Im Industriegebiet Süd, bei der Firma Technik AG. Fantastisch. Ich arbeite nur 2 Straßen weiter bei Müller GmbH. Perfekt. Wann fangen Sie denn morgens an zu arbeiten? Um 8 Uhr pünktlich. Und Sie? Auch um 8. Ich fahre normalerweise um 7:30 los. Das würde mir sehr helfen. Mein Auto ist in der Werkstatt. Wie lange ist es denn in Reparatur? Mindestens 2 Wochen, vielleicht sogar länger. Kein Problem. Solange Sie möchten und brauchen. Das ist wirklich sehr großzügig von Ihnen. Ich fahre sowieso alleine. Nette Gesellschaft ist schön. Selbstverständlich beteilige ich mich an den Benzinkosten. Das sind etwa 40 Kilometer pro Tag. Sagen wir 5 Euro täglich? 5 Euro pro Tag ist sehr fair. Wann soll ich Sie abholen? Um 7:25 Uhr vor der Haustür? Ja, perfekt. Ich warte pünktlich vor der Haustür. Und nachmittags? Wann haben Sie normalerweise Feierabend? Um 17 Uhr normalerweise. Passt das auch? Ja, ich auch um 17 Uhr. Wir können zusammen zurückfahren. Was, wenn Sie mal früher oder später Feierabend haben? Dann sagen Sie einfach Bescheid. Wir finden immer eine Lösung. Sie sind wirklich sehr hilfsbereit. Nachbarn helfen sich. Das ist doch völlig selbstverständlich. Dann bis morgen früh um 7:25 Uhr vor meiner Tür? Genau. Ich freue mich auf die gemeinsamen Fahrten. Bis morgen früh. Vielen Dank nochmal. Gern geschehen. Bis morgen und schönen Tag noch. Geschichte 4. Zimmerpflanze umtopfen. Guten Tag, Frau Grün. Wie geht es Ihnen heute? Hallo Laura, danke, gut. Und Ihnen? Danke auch. Meine Monstera sieht leider nicht gut aus. Zeigen Sie mal. Oh, die muss dringend umgetopft werden. Umtopfen? Wie merkt man das denn überhaupt? Die Wurzeln wachsen unten aus dem Topf heraus. Sehen Sie? Tatsächlich. Ich dachte, das ist völlig normal. Nein, das bedeutet, sie braucht einen größeren Topf. Was für einen Topf soll ich denn kaufen? Etwa 3 Zentimeter größer im Durchmesser. Mit Drainagelöchern.
Drainagelöcher für überschüssiges Wasser, verstehe ich. Und Sie brauchen spezielle Zimmerpflanzenerde aus dem Gartencenter. Können Sie mir beim Umtopfen helfen? Ich habe Angst, etwas falsch zu machen. Gerne. Wann passt es Ihnen denn? Heute Nachmittag. Ich kann die Sachen bis dahin besorgen. Perfekt. Um 3 Uhr bei Ihnen zu Hause? Ja, vielen Dank. Was brauchen wir außer Topf und Erde? Kies für die Drainage und eine kleine Schaufel zum Arbeiten. Wie oft muss man denn umtopfen? Bei jungen Pflanzen jedes Jahr, bei älteren alle 2 bis 3 Jahre. Das wusste ich nicht. Haben Sie noch andere wichtige Pflegetipps? Monstera mag helles, indirektes Licht und regelmäßiges Gießen. Wie oft gießen? Ich bin immer sehr unsicher. Stecken Sie den Finger in die Erde. Wenn sie trocken ist, gießen. Auch nicht nach einem festen Plan, sondern nach Bedarf? Genau richtig. Jede Pflanze ist anders. Sie wissen so viel über Pflanzen. Haben Sie einen großen Garten? Ja, seit 30 Jahren. Pflanzen sind meine große Leidenschaft. Können Sie mir mehr Pflanzen für die Wohnung empfehlen? Für Anfänger sind Pothos und Sansevieria sehr pflegeleicht. Das werde ich mir merken. Bis heute Nachmittag dann. Bis später. Ihre Monstera wird sich freuen. Bis dann. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Geschichte 5. Foodblog starten. Hallo Emma, schön dich zu sehen. Wie geht's denn so? Hi Clara, mir geht's gut, danke. Du siehst heute sehr aufgeregt aus. Ja, ich habe eine tolle Idee. Lass uns zusammen einen Foodblog starten. Ein Foodblog? Das klingt wirklich spannend. Erzähl mir mehr davon. Wir kochen beide sehr gerne und fotografieren unser Essen immer für Instagram. Stimmt. Meine Freunde fragen mich oft nach meinen Rezepten. Genau, wir können unsere Lieblingsrezepte teilen und neue ausprobieren. Wie stellst du dir das vor? Welche Themen sollen wir behandeln? Gesunde Gerichte, vegane Alternativen, schnelle Küche für Studenten. Und internationale Küche. Ich kenne viele asiatische Rezepte. Perfekt. Ich liebe italienische und französische Küche. Brauchen wir eine eigene Website oder reicht Instagram am Anfang? Erst Instagram, später eine Website. Das ist günstiger am Anfang. Wer macht die Fotos? Deine sind immer so professionell und schön. Danke, wir können uns abwechseln. Du bist auch sehr kreativ. Sollen wir einen festen Zeitplan machen? Wie oft posten? 3-mal pro Woche? Montag, Mittwoch, Freitag vielleicht? Das ist machbar neben dem Studium. Wer schreibt die Texte? Wir teilen uns alles fair. Jede schreibt zu ihren eigenen Rezepten. Können wir auch Videos machen? Kurze Kochanleitungen? Ja, Videos sind sehr beliebt auf Social Media zurzeit. Was ist mit den Kosten für alle Zutaten? Wir teilen alle Ausgaben 50:50. Ist das okay für dich? Ja, das ist fair. Vielleicht bekommen wir später sogar Sponsoren. Wenn der Blog erfolgreich wird, können wir richtig Geld damit verdienen. Dann fangen wir diese Woche an. Ich freue mich schon riesig. Perfekt. Lass uns morgen unser erstes Rezept zusammen planen.
Ich bringe Ideen mit. Das wird unser gemeinsames Erfolgsprojekt. Unser Foodblog wird bestimmt ein großer Erfolg. Bis morgen, Emma. Bis morgen. Ich kann es kaum erwarten zu starten. Geschichte 6. Kindererziehung. Diskutieren. Hallo Maria, schön dich zu treffen. Wie geht's dir? Hi, Anna. Danke, gut. Du siehst aber etwas müde aus. Ja, stimmt. Wie gehst du eigentlich mit Trotzphasen um? Oh, das kenne ich sehr gut. Wie alt ist denn dein Sohn? Leon ist 3 Jahre alt und macht momentan bei allem Theater. Meine Tochter war genauso. Das ist völlig normal in dem Alter. Aber es ist so anstrengend. Heute Morgen wollte er nicht angezogen werden. Das kenne ich. Was hilft, ist viel Geduld und klare Regeln. Welche Regeln meinst du? Kannst du mir konkrete Beispiele geben? Feste Zeiten für alles. Aufstehen, essen, spielen, schlafen gehen. Und wenn er nicht mitmacht? Wenn er schreit und bockt? Ruhig bleiben und konsequent sein. Nicht nachgeben bei wichtigen Sachen. Das ist leichter gesagt als getan. Ich werde oft sehr ungeduldig. Das ist völlig menschlich. Alle Eltern haben solche schwierigen Momente. Wie machst du das mit dem Fernsehen? Leon will ständig schauen. Maximal 1 Stunde pro Tag und nur am Nachmittag nach dem Mittagessen. 1 Stunde klingt vernünftig. Und bei Süßigkeiten und Snacks? Nicht komplett verbieten, aber begrenzen. Nach dem Mittagessen ein kleines Stück. Das ist eine gute Balance. Was machst du bei öffentlichen Wutanfällen? Ruhig bleiben, das Kind aus der Situation herausnehmen und geduldig warten. Gut zu wissen, dass andere Eltern das auch täglich erleben. Oh ja, diese schwierige Phase geht vorbei. Mit 4 wird es meist besser. Wirklich? Das beruhigt mich sehr. Ja, und du machst das bestimmt sehr gut als Mutter. Hast du gute Buchtipps für Kindererziehung? Das gewünschteste Wunschkind ist sehr hilfreich und praktisch. Danke für die Tipps und das Verständnis. Gern. Ruf mich gerne an, wenn du Fragen hast. Das mache ich. Es tut gut, mit anderen Müttern zu reden. Bis bald und lass dich nicht entmutigen. Du schaffst das. Danke. Bis bald, Maria. Geschichte 7. Online-Dating-Profil erstellen. Hi Sarah, schön, dass du Zeit für mich hast. Hallo Mia, gerne doch. Was gibt's denn? Kannst du mir mit meinem Dating-Profil helfen? Ich verzweifle. Natürlich. Welche App benutzt du denn? Tinder und Bumble, aber ich bekomme keine guten Matches. Zeig mal dein Profil. Vielleicht sind die Fotos nicht optimal. Hier, sind die Bilder wirklich so schlecht? Sie sind okay, aber nicht sehr vorteilhaft. Hast du bessere? Ich hasse es, mich zu fotografieren. Alles sieht komisch aus. Quatsch. Du bist sehr hübsch. Wir machen neue, bessere Fotos. Was für Fotos brauche ich denn überhaupt? Ein gutes Profilbild, ein Ganzkörperfoto und eins mit Freunden. Und was schreibt man in die Beschreibung? Deine Hobbys, was du suchst und etwas Humorvolles. Meine jetzige Beschreibung ist:
Ich liebe Filme und Pizza. Das ist viel zu kurz. Schreib mehr über deine Persönlichkeit. Ich liebe Filme, besonders Komödien, und koche gerne Italienisch. Viel besser. Was machst du denn in deiner Freizeit? Yoga, wandern und mit Freunden ausgehen. Perfekt. Yoga-Fan, die gerne in der Natur ist und lachen kann. Das klingt viel interessanter als mein alter Text. Für die Fotos ziehen wir etwas Schönes an und gehen nach draußen. Soll ich lächeln oder lieber ernst schauen? Natürlich lächeln. Authentisch sein ist am wichtigsten. Was, wenn ich trotzdem keine Matches bekomme? Das ist normal. Online-Dating braucht viel Geduld und Glück. Danke für deine Hilfe. Wann machen wir die neuen Fotos? Morgen bei gutem Licht im Park? Um 2 Uhr? Ja, du bist wirklich die beste Freundin. Gern geschehen. Du findest bestimmt jemand Nettes. Bis morgen. Ich bin schon gespannt auf die Fotos. Bis morgen. Wird bestimmt toll. Geschichte 8. Alte Fotos digitalisieren. Guten Tag, liebe Saskia. Schön, Sie zu sehen. Hallo, Opa Werner. Wie geht es Ihnen denn? Danke, gut. Könnten Sie mir mit diesen alten Fotos helfen? Natürlich gerne, Opa Werner. Was möchten Sie denn machen? Sie sollen digitalisiert werden. Meine Enkelin in Amerika möchte sie sehen. Das ist eine wunderbare Idee. Wie viele Fotos sind es denn? 3 große Schachteln voller Familienfotos aus 50 Jahren. Das ist eine riesige Sammlung. Haben Sie einen Scanner? Was ist ein Scanner? Ich verstehe nichts von modernen Computern. Ein Gerät, das Fotos in digitale Dateien umwandelt für den Computer. Das klingt sehr kompliziert. Können Sie mir das zeigen? Gerne. Ich bringe meinen Scanner mit und erkläre Ihnen alles Schritt für Schritt. Das wäre wunderbar. Wann hätten Sie denn Zeit dafür? Am Wochenende? Samstag oder Sonntagnachmittag passt mir gut. Samstag wäre perfekt. Meine Frau kann Kaffee und Kuchen machen. Das klingt sehr nett. Wie lange wird das ungefähr dauern? Bei so vielen Fotos wahrscheinlich mehrere Stunden. Dann teilen wir es auf 2 Tage auf. Das ist entspannter für alle. Was kostet so ein Service normalerweise? Für nette Nachbarn ist das völlig kostenlos. Ich helfe gerne. Aber ich möchte Ihnen unbedingt etwas für Ihre Zeit geben. Dann laden Sie mich zum Kaffee ein. Das reicht vollkommen. Das machen wir gerne. Meine Frau bäckt den besten Apfelkuchen. Ich freue mich schon sehr darauf. Soll ich die Fotos auch sortieren? Ja, nach Jahren wäre gut. Chronologisch geordnet. Können wir auch Beschriftungen hinzufügen? Namen und wichtige Daten? Oh ja, dann weiß meine Enkelin, wer auf den Fotos ist. Die fertigen Dateien speichere ich auf einem USB-Stick für Sie. So moderne Technik ist wirklich sehr praktisch. Ja, Ihre Familie wird sich riesig freuen über die digitalen Erinnerungen. Bis Samstag dann. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bis Samstag. Ich freue mich schon auf den Apfelkuchen. Geschichte 9. Überraschungsparty. Geheim halten. Hallo Julia, schön, dass du Zeit hast heute. Hi Lisa. Gerne. Du klangst am Telefon sehr geheimnisvoll.
Ja, wir müssen über Tims Überraschungsparty sprechen. Ah, richtig. Aber leise, er könnte uns hören. Ich habe den Raum im Gemeindehaus gemietet. Nächsten Samstag. Perfekt. Hast du schon alle unsere Freunde eingeladen? Die meisten schon. Aber sie müssen alle das Geheimnis bewahren. Hoffentlich erzählt niemand etwas. Du kennst doch Sabine? Stimmt, sie redet manchmal viel. Ich sage ihr erst am letzten Tag Bescheid. Was ist mit der ganzen Dekoration? Soll ich mich darum kümmern? Ja, bitte. Tim mag die Farben Blau und Silber sehr. Blau und Silber, verstanden. Und was ist mit dem großen Kuchen? Den backt seine Mutter. Aber sie braucht Hilfe beim Transport. Ich kann den Kuchen abholen und zum Partyraum bringen. Das wäre toll. Um wie viel Uhr denn? 2 Stunden vor der Party. Auch um 4 Uhr nachmittags. Perfekt. Die Party beginnt pünktlich um 6 Uhr. Wie locken wir Tim denn zu der Party ohne Verdacht? Ich sage ihm, wir gehen zusammen Kaffee trinken im Gemeindehaus. Gute Idee. Wer ruft denn Überraschung, wenn er kommt? Alle zusammen. Laut, wenn er den Raum betritt. Sollen wir vorher proben, damit alle gleichzeitig rufen? Ja, wir treffen uns 1 Stunde vorher zum Aufbauen und Proben. Das wird bestimmt eine tolle Überraschung für ihn. Ja, er wird so glücklich sein. Alle seine besten Freunde sind da. Wir müssen nur aufpassen, dass er diese Woche nichts merkt. Absolut. Kein Wort über die Party in seiner Gegenwart. Versprochen. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Es wird unvergesslich. Die beste Überraschungsparty ever. Bis Samstag dann. Ich freue mich schon riesig darauf. Bis dann und denkt dran. Geheim bleiben. Geschichte 10. Autowäsche gemeinsam machen. Guten Morgen, Markus. Wie geht es Ihnen denn heute? Morgen, Stefan. Gut, danke. Und Ihnen? Danke, auch gut. Hast du Lust, unsere Autos zusammenzuwaschen? Gute Idee. Mein Auto ist wirklich sehr schmutzig geworden. Wir können uns die Kosten für Shampoo und Wachs teilen. Das spart Geld und macht definitiv mehr Spaß zu zweit. Samstagvormittag wäre gut. Das Wetter soll schön werden. Samstag passt mir perfekt. Um wie viel Uhr denn? So gegen 10 Uhr? Dann ist es noch nicht zu heiß. Ja, 10 Uhr ist ideal. Was brauchen wir alles dafür? Autowaschmittel, Schwämme, Mikrofasertücher und einen Hochdruckreiniger. Ich habe einen Hochdruckreiniger und kann Schwämme mitbringen. Perfekt. Ich besorge das Shampoo, Wachs und die Tücher. Wo waschen wir? Bei dir oder bei mir? Bei mir ist mehr Platz und ich habe einen Wasseranschluss im Hof. Super. Wie teilen wir die ganze Arbeit auf? Du wäschst dein Auto, ich meins. Dann helfen wir uns gegenseitig beim Polieren. Gute Aufteilung. Sollen wir auch die Innenräume gründlich reinigen? Ja, ich habe einen speziellen Staubsauger für Autos. Was denkst du, wie lange brauchen wir insgesamt? Etwa 2 bis 3 Stunden für beide Autos mit Innenreinigung. Das ist machbar. Was kostet das Material ungefähr? Zusammen etwa 25 €, also 12,50 € pro Person.
Das ist viel günstiger als in der Autowaschanlage. Und wir machen es viel gründlicher als die Maschinen dort. Stimmt, können wir das regelmäßig machen? Ja, alle 4 Wochen oder bei Bedarf im Sommer. Danke für die tolle Idee. Ich freue mich auf Samstag. Gern geschehen. Bis Samstag um 10 Uhr dann. Bis Samstag. Haben Sie noch einen schönen Tag. Danke Sie auch. Bis dann. Before you go, here are some challenging German words from today's episode to boost your vocabulary. Practice them and share your favorite in the comments.